good thing at Christmas. Kiss me under the mistletoe. Light the fireplace and roast some chestnuts, 'cause it's Christmas time. Look, the snow is falling down. It's covering the town and kids are all waiting. So, dann zieh ich nochmal ein. Was haben wir hier? Blödester Moment. Oh, jetzt kommen die negativen Sachen. Die 3-4 schlechten Minuten. Darf ich anfangen? Ja, bitte. Türkei. Alter, das war Türkei, das war wirklich unser Heimspiel. Das haben Aaron und ich kommentiert, das weiß ich noch. Und ich war so pisst, weil wir haben 2 Gegentore kassiert. Dann haben wir eins in der ersten Halbzeit, glaube ich, noch geschossen. Dann haben wir so in der zweiten Halbzeit, weiß nicht, 60. oder so, da nochmal 2 gemacht. Dann führten wir 3-2 und in der fucking 90. Minute kriegen wir den Ausgleich. Und ich war so pisst, ey. Das war wirklich, weil es so unnötig war, weil eigentlich war alles schick und alles schön und dann kommt das so, ja, wo man dann auch nicht weiß, ist das jetzt dieser Altoner Fluch oder haben wir nicht die Körner oder das war einfach wieder so ein Ding. Sind wir etwa noch in der Regionalliga? Ja, und das ist einfach dieses Dauer-Altoner-Ding, das hat man, ich weiß nicht, ob das nur ein Gefühl ist oder ob man das statistisch belegen kann, aber immer diese Scheiße, dass man dann in der 90. noch einen Ausgleich oder vielleicht sogar noch schlimmere Sachen kassiert. Also wir haben auf jeden Fall letzte Saison, hatte ich mal nachgeguckt, haben wir auf jeden Fall 10 Punkte in der Nachspielzeit noch verloren sozusagen. Da würde ich auch gleich nochmal anknüpfen mit meinem Kackmoment des Jahres. Phoenix Lübeck auswärts. Ich weiß gar nicht wann, irgendwann, also erstens muss man sagen, wir haben viele, viele Spiele gut gespielt, haben uns dann zum Teil nicht belohnt, weiß ich nicht, zu unerfahren, wie auch immer, taktisch analysieren kann ich es auch nicht immer. Und dann kriegen wir irgendwann in der zweiten Halbzeit das 0-1, machen in der, weiß ich nicht, 80. Minute oder so Kevin Kottke, den Ausgleich und kriegen dann wie das ganze Jahr schon oder wie die ganzen Jahre in der Regionalliga, wo wir ja sportlich jedes Jahr abgestiegen wären und durch den Abbruch oder durch die Abbrüche der Saisons drin geblieben sind, wie immer die Niederlage. Und da wusste ich, okay, dieses Jahr werden wir wieder nicht die Klasse halten und das schon im Februar. Ne? Also danach waren noch ein paar Spiele, ich meine, weiß ich nicht, Hannover hätte man auch vielleicht nochmal 2 Punkte mehr mitnehmen können und so, aber Phoenix Lübeck war für mich dieses, okay, nee. Das Krasse war, bei dem Spiel war ja auch, es hat ja geregnet ohne Ende. Es hätte eigentlich nicht stattfinden dürfen, so unter normalen Regularien. Ja. Es war halt eben Nachholspiel und es musste halt eben stattfinden, weil ja diese Vorrunde der Regionalliga gemacht werden musste oder beendet werden musste. Und der Platz war ja eine Katastrophe. So. Ja. Ich weiß noch, da war irgendwie eine Szene, ist irgendwie ein Einwurf gewesen und ist der Ball aber auf dem Boden und stecken geblieben, ja. So, also selbst Phoenix hat mit den gleichen Bedingungen gespielt wie wir und wir haben halt eben da echt Pech gehabt. Ich würde dann da gerne anschließend, Phoenix war furchtbar, Oberneuland war für mich noch furchtbarer, weil das auch eine Situation war, das war für mich war das so der Moment, den du dann schon bei Phoenix hattest, ich hatte das Essen Bremen, beim Auswärtsspiel, wo wir halt eben auch mit einer Mannschaft antreten mussten, die halt eben total stark verletzungs- und ich glaube auch ein bisschen Corona-krankheitsmäßig irgendwie zu kämpfen hatte. Und Oberneuland hat einfach gar nichts gemacht. Und wir haben halt wirklich versucht, da das zu gewinnen. Und Noah schießt kurz vor Schluss das 2-1 und kommt direkt auf uns zu. Und alle am Ausrasten und dann Oberneuland haben wir in der letzten Sekunde machen wir noch den Ausgleich. Da bin ich wirklich nach Hause gefahren, wir saßen im Auto und Bremen haben kein Wort gesagt. Ich war das ganze Wochenende, das war richtig so. Die Rückfahrt war auch legendär scheiße, das weiß ich auch noch. Da hat keiner gesprochen, das war super ätzend. Wir hatten noch ein paar Dulwich-Leute oder so dabei. Das war... Ich habe vor kurzem Per Manke getroffen, hatte auch mit ihm kurz über das Spiel geredet und er meinte, wenn er nach Bremen reinfährt, fährt man ja immer direkt an dem Stadion vorbei, dass er immer direkt Flashbacks kriegt. Ja, zu Recht. Das Spiel, weil es sich so eingebrannt hat. Hast du noch ein Spiel oder haben wir alles abgedeckt? Ich glaube, ich habe eigentlich schon ganz gut zusammengefasst. Diese ganzen Tore, einfach diese Nachspielzeit-Tore, glaube ich. So, das ist einfach der blödeste Moment. So. Da wir wollen ja positiver hier rausgehen. Ja. Außer dem Aspekt dessen, was du erzählt hast und was du, Alex, mit Phoenix und Oberneuland erzählt hast. Das ist natürlich
natürlich auch dann so gestern und beziehungsweise dann Ende November mit Ostdorf. Wir wollen ja immer noch, wir sind ja in der Weihnachtszeit. Ja. Vielleicht ist das halt eben auch so ein Punkt gewesen, dass man dieses 4-3, was ja schon besonders war mit 3 Toren in der Nachspielzeit, aber noch mal krasser gefühlt hat, weil man halt eben so häufig auf der anderen Seite gestanden hat. Das war der maximale Anti-Altona-Moment eigentlich. Ja. Man muss einfach sagen, klingt jetzt total blöd, ne? Aber nach 3 Jahren Regionalliga, es macht einfach so Spaß, mal wieder zu gewinnen. Stimmt. Ja. Zieh nochmal oder lass es rausfallen. Das hättest du jetzt nicht sagen dürfen, weil wir haben ja noch 2 Spiele. Vielleicht ist das schon wieder gar nicht mehr aktuell. Spieler des Jahres. Ja, ich habe ihn eben gerade schon kurz erwähnt. Ich fand Permanke einfach überragend letzte Saison, wie er sich da reingeackert hat und dann auch, ich glaube, gefühlt jede Position mal gespielt hat. Also gegen Teutonia hat er dann auch mal im Sturm gespielt und Sechser oft und auch Innenverteidiger gespielt. Also der haben wir gefühlt überall eingesetzt. Er hat immer überall alles gegeben und ja, hätte ich von ihm auch nicht so erwartet, aber fand ich super. Genau, körperlich robust, technisch stark, hält in der Mitte auch was zusammen, trotzdem flexibel. Auch in die Entwicklung, das fand ich. Und das ist ja auch, ist ja dann auch aufgefallen und dann war er weg. Und das ist, das hat er sich auch verdient und das ist cool, dass er dann auch weitergezogen ist und das hier anscheinend auch immer noch bei Altona, dass das noch so viel Strahlkraft hat, dass hier Leute gucken, wen könnten wir da abziehen und dass wir dann ja auch mit Noah 2 hatten, die es dann in die Zweitvertretung von St. Pauli und Holstein Kiel geschafft haben. Genau, wenn wir jetzt auch die Rückrunde der Regionalliga so ein bisschen abgehakt haben, wer von euch will noch einen Spieler nennen, Hinrunde Oberliga? Mir fallen mehrere ein. Vielleicht können wir das auch raus. Also, Wir müssen mehrere nennen. Wir müssen mehrere nennen. Ich finde Theo Beermann großartig. Der kriegt, also wie viel der auch auf die Socken bekommt. Gefühlt jedes Mal, jedes Spiel der kriegt es echt irgendwie mit, aber auch gegen Ostdorf offensiv stark, defensiv auf alle Fälle auch richtig gut sich festgesetzt in der Außenverteidigung. Also so großartige Entwicklung. Da würde ich jetzt mal anfangen. Ja, vielleicht fällt mir noch einer. Kurzer Side-Fact, die letzten 10 Spiele hatten wir 7 verschiedene Verteidigerkonstellationen und der Einzige, der jedes Spiel gemacht hat, Theo Beermann. Ja. rechts, Theo Beermann. Ja. Vollkommen zu Recht. Ich würde einwerfen, wenn wir jetzt mit ein bisschen über das Sportliche hinaus gucken, wer mich sehr beeindruckt hat, war Steffen Nielsen tatsächlich. Weil der hatte am Anfang einen sehr schwierigen Start, hatte da einige schlechte Bälle drin, die uns dann teilweise auch echt was gekostet haben. Hat aber immer wieder den Kopf hochbekommen, hat sich reingekämpft und ich finde einen richtig guten Job gemacht. Und abseits des Platzes ist er einfach jemand, der richtig gut zu Altona 93 passt, muss ich sagen. Ihr werdet zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wahrscheinlich schon einiges von ihm organisierten Freibieres getrunken haben. Das ist einfach, also ja, hatten wir glaube ich auch noch nie, dass dass eine Mannschaft für die Fans Freibier organisiert. Und ich finde den einfach einen großartigen Typen. Wir haben auch schon öfter hier mal nach dem Spiel ein Bier getrunken. Das hört jetzt Andi Bergmann nicht, aber ich finde das einfach einen großartigen Typen, der richtig gut zu Altona 93 passt. Und so als Gesamtpaket ist das auf jeden Fall jetzt aus der Mannschaft mein Spieler der Saison. Abschließend dann würde ich noch sagen, Sturmduo Kevin und Michael, das ist großartig. Sie ergänzen sich gut. Es gibt manche Spiele, wo es vielleicht mal ein bisschen hakt, aber ich finde, es ist Wahnsinn, wie sie beide mit in ihren Situationen da reingekommen sind bei uns und sich gleich gefunden haben und manchmal besser, manchmal schlechter, aber wir haben fast schon 20 Tore geschossen, so in der Hinrunde. Und das finde ich super. Und ich finde, die ergänzen sich total gut. Und da würde ich dann sozusagen bestes Spieler, bestes Duo der Saison quasi nochmal als Sonderkategorie haben. Habt ihr noch abschließend einen Spieler, der euch noch einfällt? Ich glaube, du hast noch einen? Ja, ich will noch mal Moritz Grosche in den Ring werfen. Gefällt mir total gut. Guck ihm sehr gerne zu. Genau, von der Halbfeldflanke habe ich jetzt häufiger als notwendig gesprochen. Ja. Genau, gucke ich sehr gerne.
Bei dem ist nur die Konstanz fehlt ein bisschen. Wenn der das konstant auf den Platz bringen würde, Wird aber auch. weißt du, jedes Spiel so eine Halbfeldflanke, das wäre. Die Einwürfe sind ja schon fast wie Halbzeit. Ja, das ist auch. Genau, das man muss aber auch sagen, fairerweise, dass er beide Seiten bespielt, mal hinten links eingesetzt wird, mal vorne rechts eingesetzt wird. Das ist vielleicht auch nicht immer ganz leicht, sich so in die Routinen und mit den Mitspielern zusammen zu finden. Genau. Ja. Sehr schön. Okay. Dann haben wir es. Ich glaube, wir können noch so einen kleinen Service-Hinweis, sage ich mal, noch, glaube ich, loswerden. Wir wollen uns auf jeden Fall auch diverser aufstellen. Also, wenn ihr jetzt hier zugehört habt und das Gefühl habt, die labern die ganze Wir Zeit reden Scheiße. 4 weiße Männer über Fußball. Genau, und die labern super viel Scheiße und Scheiße labern kann ich auch. Dann meldet euch einfach bei uns. Kommt rum, jeder willkommen und wir brauchen immer noch Leute. Jede. Ja, Jede. Person ist Ja. willkommen. Und Wir kommt brauchen einfach auch rum, Menschen. quatscht uns an Ja. und macht gerne mit. Ja, wir würden nämlich auch gerne mal Fußball gucken. Also unser gesamtes Stream-Team braucht, glaube ich, Verstärkung. Also auch wenn ihr auf Technik Lust habt oder so, könnt ihr euch gerne melden, damit wir uns ein bisschen breiter aufstellen. Dann kann man nämlich mehr Bier trinken. Und das ist ein gutes Schlusswort, glaube ich, um euch wieder zu euren Familien zu entlassen. Ihr müsst jetzt leider vom Klo aufstehen und zurück zu euren Familien. Schade, ärgerlich. Zurück zum Nussbraten. Ja, nutzt nichts. Zu lange im Ofen war. Wir sehen uns im nächsten Jahr. Andi hat ja im Interview auch schon gesagt, es geht am 2. Januar, will er die Jungs schon wieder drillen. Und wir gucken mal, was rauskommt. Und vielleicht ganz abschließend, wir sind jetzt schon in der Verabschiedung, aber ganz abschließend, was erhofft ihr euch denn fürs nächste Jahr? Ich glaube, einfach jetzt diese Konstanz, die wir die letzten Wochen hatten, einfach durchziehen. Ich glaube, die letzten Wochen haben mir eigentlich gut gefallen und ich glaube, da müssen wir einfach dieses konstante Level halten, dann bin ich eigentlich schon super zufrieden. Deine letzten Worte, Alex. Ja, Andi sagt ja auch zu Recht, es kommt nicht so sehr auf den Tabellenplatz an, aber so sich im oberen Drittel festzusetzen, wird mir schon gut gefallen. Es ist eigentlich nur wiederholen. Ich sehe das ganz genau. Es ist einfach die Spielidee, die man hatte, die Spielphilosophie weiter voranbringen, weiter umsetzen, noch besser werden, in Anführungsstrichen. Und das würde mir schon sehr gut gefallen. Und das, was Alex gesagt hat, also sich oben festsetzen, mitspielen. Ja. Amen. Damit verabschieden wir uns und wir sehen uns im neuen Jahr. Bis dann, ciao. For Santa Claus, come and join me. It's time for Christmas. Let the atmosphere warm your heart. We'll have so much fun here at Christmas. Time for laughing, time for praying. We love the holidays. So, wie können wir nochmal einsteigen? Alex. Warte. Und Alex, was war dein Tor des Ja, Jahres? mein Tor des Jahres, ich gehe damit leider schon seit Wochen allen auf den Sack, war überhaupt kein Tor, sondern eine Halbfeldflanke. Und wir haben uns auch ein bisschen was überlegt hier vom Streaming-Team für die Zeit zwischen den Feiertagen. Da wird ein bisschen Inhalt kommen und eine Sache war der Moment des Jahres, wo wir Fans fragen wollten, was ihre Momente waren. Und mein Moment ist die Flanke von Moritz Grosche bei Kurslack in der 72. Minute. Also wenn Picasso ein Gemälde von einer Halbzeit... Oder bei Cordia? bei Concordia. Ja. Ja, immer diese Feinde mit C. Ich habe schon wieder Kurslack gesagt. Ja, dann ist gut, dass du unterbrochen hast. Das nochmal. Ja, gut, Martin muss auch wissen, was zum Schneiden haben.